Schlösser, Felsen, Höhlen. Kommt mit uns mit auf eine traumhafte Tour im Kanton Solothurn. Unsere Entdeckungsreise beginnt am Bahnhof Klus und führt uns zu unserem Erstaunen erst einmal durch ein Industriequartier. Doch der Blick auf die Umgebung mit ihren markanten Kalksteinfelsen ist vielversprechend. An einem Häuschen des Wasserverbundes Önsingen-Balstal prangt auch schon der Wegweiser zur Rislisberghöhle, unserem ersten Etappenziel. Nun dauert es nicht mehr lange und wir finden uns auf einem schmalen Wanderpfad wieder. Die Entdeckungstour ist endgültig lanciert. Entlang der Dünnern führt uns der Weg durch die auch in dieser Jahreszeit magische Natur, dem felsigen Bergzug entlang. Kurze Zeit später sind wir bei der spannenden Höhle. Wir sind bei der Rislisberghöhle. Hier wurde das älteste Kunstwerk im Kanton Solothurn gefunden. Und viele weitere Funde wurden auch gemacht. Mehr dazu erfahrt ihr im Video über die Rislisberghöhle. Wie ihr seht, gibt es hier auch eine Tafel mit vielen interessanten Informationen über die Höhle. So, und jetzt geht es erstmal weiter. Die Wanderung fängt jetzt so richtig an. Da wir uns hier in einer Sackgasse befinden, geht es nun erst einmal ein Stück zurück. Wieder im Industriegebiet angekommen, verlassen wir dieses über einen abenteuerlichen Übergang über den Fluss. Es folgt ein kurzes Stück entlang der Straße. Am Straßenrand sehen wir einen Bunker. Kurz darauf geht es ziemlich bergauf. Was wie eine Hobbitbehausung aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinhören als Wasserversorgung. Bald schon nähern wir uns dem Schloss Neubechburg. Wir queren eine Brücke und laufen, begleitet von Impressionen des Schlosses, den Wanderweg entlang. Kurz darauf kommen wir an einen schön gestalteten Rastplatz. Hier legen wir erst einmal eine Pause ein. Auf einem gut gepflegten Weg geht es hoch zum Schloss. Errichtet wurde es 1250 als Wehranlage von den Freiherren von Bechburg. Die Familie war in dieser Gegend sehr einflussreich und besaß mehrere Burgen. Eine prächtige Anlage, welche von einer Stiftung sehr gut gepflegt wird. Wir genießen etwas die Aussicht von hier oben.
Eine Besichtigung der Neubechburg ist leider nicht spontan möglich. Führungen können nur auf Voranmeldung gebucht werden. Wir lassen das Schloss hinter uns und machen uns auf in Richtung Roggen. Zuerst über eine Wiesenlandschaft und dann führt der Wanderweg durch den Wald. Im Allgemeinen ist es noch relativ karg. Doch die Natur erwacht langsam, aber sicher zu neuem Leben. Nach einem durchaus stellenweise schweißtreibenden Aufstieg gelangen wir zu einem kleinen Rastplatz mit Ruhebank. Eine Feuerstelle gibt es übrigens auch. Ein guter Ort, um innezuhalten und den Ausblick zu genießen. Was für eine Aussicht! Aber das Schloss vorhin, das war auch nicht schlecht. Das Balztal bietet einfach eine wundervolle Landschaft. Die schroffen Felsen, die haben etwas Magisches. Und jetzt geht's weiter im Text. In unserem Fall bedeutet das weiter in Richtung Roggen. Die Strecke erfordert schon etwas Kondition. Doch mit jedem Höhenmeter eröffnen sich neue Perspektiven. Und nach einiger Zeit sehen wir auch die Gaststätte auf dem Berg. Wir lassen diese hinter uns und kommen an eine Weggabelung. Wir sind hier jetzt auf der Roggenfluh und eine wunderbare Aussicht hat man von hier. Es gibt sogar ein Restaurant, wunderbar. Man kann dort richtig die Sonne genießen. So, und jetzt geht es bald über einen Felsenweg. Mal schauen, wie es aussieht dort. Es geht nun in Richtung Roggenbühl. Immer wieder wird der Blick frei auf die umliegenden Hügel. Nach einiger Zeit kommen wir zu einem Rastplatz. Doch für einen Halt ist keine Zeit. Wir müssen weiter Richtung Chluser Roggen. Jetzt wird der schönste Teil der Wanderung eingeläutet. Der abwechslungsreiche Weg schlängelt sich über den Felsgrat und erlaubt uns immer wieder wundervolle Ausblicke. Wir wähnen uns des Öfteren weit in der Zeit zurückversetzt. Die Landschaft wirkt so wild und ursprünglich, dass man sich gut vorstellen kann, im nächsten Moment einem Jäger und Sammler aus der Steinzeit zu begegnen. Nur um kurze Zeit später in der Ferne die moderne Zivilisation unserer Zeit zu erblicken. Allerdings eingetaucht in das magische Licht der Abendsonne. Und überall begegnen uns diese Felsen. Alles wirkt sprichwörtlich surreal. Wir würden gerne ewig auf solch malerischen Wegen wandeln und uns an den sich bietenden Szenerien erfreuen. Langsam aber sicher wird es Zeit, ins Tal hinabzusteigen und anzukommen,
bevor es vollkommen dunkel ist. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn eigentlich möchte man hier gar nicht weg. Irgendwann nähern wir uns doch dem letzten Etappenziel, der Burg Altfalkenstein. Die Burg wird Mitte des 13. Jahrhunderts erstmals in den Schriften genannt. Bewohnt wurde die Anlage von den Grafen von Falkenstein. Diese Adelsfamilie stand in den Diensten von Burkhard von Fenis, dem mächtigen Bischof von Basel. Viel Geschichte steckt hinter diesen Mauern. Der Ort beherbergt übrigens ein Museum. Doch zu dieser Zeit ist es geschlossen. Mit dem Anblick von Altfalkenstein bei Dunkelheit endet unsere heutige Entdeckungsreise. Das war wieder eine wunderschöne Tour. Wir haben wieder einige Orte entdecken können. Der Gratweg war ja auch toll und diese Felsen hier. Einfach unbeschreiblich schön. Okay, das sind wir wieder am Ende. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein Feedback geben und natürlich den Kanal abonnieren. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.